Hallo Freunde des klemmenden Bausteins. Ich bin Dynamic Bricks und das hier ist der neue Hafenkai. Einer von mehreren Fortschritten bei meiner Lego-Stadt. Aber der Reihe nach. Hier bei der Kaimauer fallen natürlich sofort die vielen gestapelten Räder auf. Durch ihr Profil bekommt die Mauer diese schöne gerillte Oberfläche und preislich ist das viel günstiger, als wenn ich zu Steinen gegriffen hätte. Diese gesteckten Trommeln werden einfach nur durch ein paar Round Bricks vor den Schienen in Position gehalten und dann mit Plates abgedeckt. Leitern, die von der Hafenkante ins Wasser führen, habe ich auch gleich eingebaut. Insgesamt 3 Stück. Oben auf dem Kai werden die Lücken zu den Gleisen mit diesen förmigen Pflasterelementen von Trexbacks befüllt. Für den geraden Abschnitt kommen diese gesnotteten Panel-Elemente zwischen die Gleise. Auf diese beiden Pfeiler kommen später mal Stützen des ersten von 2 Hafenkränen. Die Lücke zwischen den ganzen gesnotteten Steinen wird wieder mit einem Panel befüllt. Mit der Pflasterung der R56-Kurve bin ich noch nicht ganz zufrieden, aber das ist mein Zwischenstand. Bei Tests sind die Räder der Waggons immer wieder an Ecken der Pflasterung hängen geblieben. Darum klaffen hier jetzt noch diese Löcher im Zwischenraum. Außen hingegen habe ich die Lücken halbwegs geschlossen bekommen. Um die Gleise herum wird jetzt alles abschnittsweise mit solchen angepassten Modulen abgedeckt. Hinter der Hafenmauer können wir jetzt noch einen Blick auf das bunte Innere werfen. Die Reihe von Zahnrädern gehört zu einem Mechanismus, der später mal den zweiten Kran, einen Containerkran, entlang des Hafenkais schieben soll. Die Kunststoffrohre dahinter in Braun und Weiß führen 2 Anschlüsse aus dem Pneumatikschaltwerk zur anderen Seite des Hafens, aber das spielt erstmal keine Rolle. Jetzt versiegle ich das alles erstmal, angefangen mit der Kurve. Die Lücken in der Befliesung habe ich absichtlich gelassen. Später will ich mit farbigen Elementen Fahrbahn- und Warnmarkierungen umsetzen und die will ich erst planen, wenn alles drumherum steht. Diese Module haben auch schon die Schienen dran, über die später der Containerkran fahren soll. In die Lücke zwischen den Schienen wird später eine Zahnstange gehängt, über die dann der Kran entlang des Hafenkais geschoben werden wird. Dieses große Modul wird später noch die Grundplatte für ein Gebäude bilden. Die Lücke hier unten ist beabsichtigt und wird von einer Mauer verdeckt werden. Gleich daneben haben wir diese große Lücke, die vom Ductor-Interface gefüllt wird. Die Arch-Elemente hier unten bieten den Platz für die Kabel. Das Anschlussfeld liegt nach oben, damit der Stoppknopf leicht zugänglich bleibt für den Fall, dass sich zum Beispiel die Drehscheibe verkeilt. Das heißt zwar auch, dass alle Anschlüsse außen auf dem Kai bleiben, aber ich habe schon ein paar Ideen, um sie zu kaschieren. Hier hinten werden jetzt auch die Teile des Pneumatikschaltwerks abgedeckt. Wie ihr sehen könnt, hat es nur ein paar Technikelemente gebraucht, um für die Platten eine glatte Auflagefläche zu bilden. Im Bereich der Kurve wird es dann schräg. Hier wird ein fünfeckiges Gebäude Einzug halten, welches 2 Zufahrtstore bekommen wird. Die Nummern habe ich deshalb schon mal in den Boden geklemmt. Das Grundmodul für dieses Gebäude habe ich auch schon mal angefangen und es schließt schon weitgehend die Lücke über dem Schaltwerk. Damit ist jetzt Sektor Blau offiziell der Hafenbereich. An der Drehscheibe habe ich mich an einem Rondell versucht, welches das Schienenelement einschließt.
Es ist stellenweise ein auf Sicht bauen geworden, weshalb es vielleicht etwas unförmig wirkt. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier vorne ist noch ein Abschnitt in den Gleisen gefliest. So viel will ich schon mal verraten. Hier kommt ein Bahnsteig nach dem Vorbild einer Straßenbahnhaltestelle hin. Wegen der S3,2-Schiene direkt vor der Weiche gerät hier alles aus dem Noppenraster. Darum will ich euch hier gerne diese Bautechnik zeigen, mit der die Fliesen auf den Noppen einfach locker aufliegen. An der Abzweigung der Weiche lässt sich die Beschotterung zum Teil mit Cutplates umsetzen, um die Noppenoptik beizubehalten. Die Fliese, die die Schwelle darstellt, wird dann von einem Pin in Position gehalten. Für die Beschotterung bei Kurven allgemein habe ich mir aber etwas anderes überlegt. Da die Kurven alle auf glattem Grund aufliegen, wird die Beschotterung in die Lücken hineingeklemmt. Auf der Innenseite lassen sich solche Plate Modifieds mit einer Viertelfliese an der Seite einhaken. Und das hält auch ganz gut. Die Beschotterung an der Außenseite werde ich später von außen dran bauen, aber erst, wenn die umgebende Landschaft auf dem Untergrund fertig ist. Wie ihr sehen könnt, fehlt hier gerade ein großes Stück vom Gleis. Ich habe es herausgenommen, um drumherum diesen kleinen Bahnübergang zu bauen, dessen Schranken sich pneumatisch öffnen und schließen lassen. Der Mechanismus wird übrigens an die Weiche gekoppelt, da bereits alle Ventile des Schaltwerks verplant sind. Beim mittleren der Abstellgleise sind die Schwellen braun, um Holzschwellen darzustellen. Diese sollen verwittert und auch etwas vernachlässigt wirken, weshalb ich bei den Farben und besonders den Teilen viel Abwechslung eingebracht habe. Die große Lücke hier hinten wird abermals mit Modulen gefüllt. Dieses Modul bildet die Grundplatte für einen späteren kleinen Lokschuppen. Dafür habe ich schon mal die Wartungsgruben mit den Gleisen gebaut. Weiter vorne ist ein pneumatischer Türschließmechanismus eingebaut, der auch ein paar Teile für einen Wechselschalter enthält. Damit soll später an die Türen gekoppelt eine Ampel geschaltet werden. Irgendwie spreche ich sehr viel über das, was ich später vorhabe. Egal, weiter geht's mit dem Modul für den Rest der Lücke. Die Enden der anderen beiden Abstellgleise sind auf diese Baseplate aufgebracht. Zum einen der Rest der Schiene in Holzschwellenoptik. Bei der anderen Schiene soll die Gitteroptik ein Auffangbecken andeuten, da hier Kesselwagen be- und entladen werden sollen. Der Prellbock am Ende ist mit seinem Stoßfänger sogar funktional. Das mittlere Abstellgleis bekommt ebenfalls einen solchen Prellbock. Mit dem Modul und ein paar weiteren Abdeckplatten ist dann auch hier das meiste abgedeckt. Sektor Rot ist damit ab jetzt der Bahnbetriebshof. Zwischen dem Bahnsteig hier und dem Betriebshof bildet der Bahnübergang einen gesicherten Zugang zu den Abstellgleisen. Wie ich die Übergänge über die anderen Gleise bis hinten zur Weiche baue, weiß ich noch nicht. Deshalb klafft vor dem künftigen Lokschuppen auch noch diese Lücke in den Schwellen. Die Lücken im Grün in der Raised Baseplate und unter dem oberen Gleis sind ebenfalls Stellen für kleine Module. Für diese habe ich aber noch nichts Spruchreifes. Wie ihr seht, sind hier vorne am Ende der langen Kurve auf der tannfarbenen Baseplate die Beschotterung und die Schwellen anders. Hier in Sektor Braun sollen die kurzen Röhren Y-Stahlschwellen auf sandigem Boden darstellen. In Position gehalten werden diese mit Nähgarnfäden, die zunächst mit einem umgekehrten halben Schlag an Löchern unter den Metallschienen festgeknotet sind. Auf beide Seiten werden dann die Röhren aufgesetzt und die Enden mit den Plates auf den Schienenstücken festgeklemmt. Hier an dem lockeren Faden kann man es am besten erkennen. An der anderen Gleiskreuzung hier hinten bei Sektor Grün habe ich auch kräftig gefliest und wie die Linien das andeuten, soll hier ein Bahnübergang über beide Gleise führen.
Schnell sind mir dabei die hellgrauen Cut-Teils ausgegangen. Da die Spurweite, diagonal gesehen im Raster, 8 Noppen beträgt, war ich ausreichend motiviert, eine Reihe von 1x8 Fliesen an einer Noppe diagonal durchzuschneiden. So ließ sich der Bahnübergang dann schnell zu Ende fließen. Die Gleisrampe herunter gibt es die nächste Art von Gleisschwellen. Die Cheese Slopes sollen in Beton eingegossene kleine Betonschwellen darstellen. So werden in Eisenbahntunneln Dämpfungen am Gleis realisiert, um Vibrationen abzuschwächen. In echt sehe das wohl sauberer aus als hier, aber für meine Lego-Stadt soll es reichen. Weiter hinten im künftigen Untergrund stehen jetzt die Wände für die U-Bahn-Tunnel. Ich habe bei den alten Baseplates jetzt doch die Unterseite gewählt, damit die Konturen so besser gefallen und ich hinterher nicht die ganzen genoppten Oberflächen befliesen möchte. An den Enden sind die Zwischenräume der Gleise bereits ausgepflastert. Die künftigen Haltestellen sollen ebenfalls wie Straßenbahnhaltestellen aufgebaut werden, auch wenn sie unter der Erde liegen. Auf der Kiste sind auch schon Stützen, die wieder mal mit dem Hintergedanken der Resteverwertung gebaut wurden. Gleich daneben nimmt auch die Tiefgarage weiter Form an, wo jetzt schon die Säulen in ihren Endpositionen sind. Die Umrandung mit den Steinen bildet die Fassung für diese 48x48 Baseplate. Ein weiteres Modul für später. Bei den Modulplätzen hier drüben bin ich hingegen schon etwas weiter. Hier zieht jetzt mit dieser Feuerwache das erste Gebäude ein. Derzeit ist es noch ein Rohbau, den ich innen ausschmücke, sobald auch der Fuhrpark fertig ist. Die Wache besteht aus 2 Teilen, da auf der Baseplate kein Platz mehr für eine vorderseitige Eingangstür war. Diese kommt mit dem seitlichen Anbau auf dieser Baseplate, wo auch die Straße verläuft. Hier über der Weiche in der U-Bahn soll auch eine Straße nach rechts hin verlaufen. Und um die beiden Straßen miteinander sowie mit der Feuerwache und dem Bahnübergang zu verbinden, habe ich mir Folgendes überlegt. Zunächst wird die große Lücke hier mit diesem gesnotteten Modul geschlossen. Den Teil hier vorne füllt noch diese abgestützte Raised Baseplates auf Säulen. Und wenn dann alles versiegelt ist, richte ich hier drauf einen Kreisverkehr ein. Das Grün für die Insel habe ich schon. Die Fahrbahnmarkierung werde ich dann mit Steinen in das Modul direkt hineinbauen. Genauer planen kann ich das aber erst, wenn die letzte Straße dorthin gezogen ist. Zum Schluss noch eine technische Änderung. Die Einspeisung für das Oval ist jetzt hierhin gewandert. Vorher war sie hier hinten in der Kurve und zwar mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die beiden Weichen die Stromverbindung unterbrechen. Dadurch könnte unter Umständen der abzweigende Teil stromlos werden, dachte ich zumindest. Denn was ich bei meinem Layout nicht berücksichtigt habe, beide Weichen sind rechtsabzweigend. Und das führt dazu, dass bei Abzweigung diese Weiche die Stromführung an der äußeren Schiene unterbricht. Und diese Weiche tut dies wiederum bei der inneren Schiene. Weil ich einen geschlossenen Verlauf habe, werden die Unterbrechungen immer ausgeglichen und auf dem Oval kann ein Abschnitt gar nicht stromlos werden. Es sei denn, man legt es darauf an und nutzt die Unterbrechung durch die Weichen gezielt. Beim Hafen habe ich so hinter der Weiche einen Stoppbereich gebaut. Dazu habe ich hier an der S1-Schiene außen das Aluklebeband weggelassen. Das lässt diesen Abschnitt bis zur Weiche stromlos, wenn diese abzweigt und eine Lok kommt auf dem Stück dann zum Stehen. Bei der Weiche am Betriebshof habe ich das gleiche nochmal eingerichtet. Hier habe ich eine Steckverbindung mit durchsichtigem Klebeband isoliert und zwar auf der Innenseite zwischen der S8 und der S32-Schiene. Anders als im Hafen sieht man hier von der Unterbrechung fast nichts. Das wäre es dann aber auch für diese Folge erstmal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, euch hat die Tour gefallen. In der nächsten Folge werde ich dann unter anderem die ersten Züge in die Lego-Stadt einbringen und es würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis dahin und tschüss.